Dieses Segelboot hier, das wurde mal geklaut. Ein ganz dreister Diebstahl. Völlig irre Story eigentlich. Das schauen wir uns heute genauer an. Das ist mal wieder eine Sunbeam 44 und diese hier mit einer ganz besonderen Story. Teilweise ein bisschen traurig, auf alle Fälle sehr aufregend. Das ist ja eine echte Räuberpistole. Das ist schon krass, habe ich noch nie also dass es sowas tatsächlich gibt. Und Leute damit durchkommen, und ne? Leute damit durchkommen. Die haben wir nie bezahlt. So, und dann haben die untereinander haben die einen Deal gemacht. Ach so. Der erste ist hinterher für 4,5 Jahre auf Betrug verurteilt worden. Der zweite, der es jetzt zum Schluss hatte, ist hinterher verurteilt 8 Monate Gefängnis wegen Hehlerei. Das Boot selbst ist schön, das muss man wirklich sagen. Allerdings eher unspektakulär im Vergleich zur Historie. Hier gibt es einiges zu lernen. Wir sind in Isola, um das Boot zu begutachten. Ja, weil es irgendwie, habe ich schon von vielen gehört. Was ist denn das hier? Enttäuschend. Enttäuschend. Hast du etwas anderes erwartet aus so einer Maschine? Naja, das ist ein bisschen wenig, sagen wir mal so. Ich hätte Kaffee Latte nehmen sollen. Bist du jetzt bereit fürs Gutachten? Mit Kaffee in der Hand? Ja, genau. Eine Hand fürs Messgerät, andere Hand den Kaffee. Okay, alles klar. So, wieder mal eine Sunbeam 44. Wir kennen sie alle. Wir kennen sie, na sagen wir mal fast alle. Genau. Haben wir fast alle schon mal angeguckt oder oder im Verkauf gehabt, sozusagen. Ne? In den letzten Jahren. In den letzten Jahren. Ja. Aber jetzt mal wieder eine sehr interessante, weil die ist super gut erhalten. Angeblich von innen. Ich war noch nicht drin. Ne? Wir haben erst mal außen. Ja, sie ist super gut erhalten. Ja. Ich war noch nicht drin. Ich muss mir das dann mal anschauen. Baujahr, was war es? 2003? Die Sunbeam haben wir auch schon mal in Episode 17 war es gewesen gehabt, genau. Damals, 2019, war der Markt ein ganz anderer, demzufolge auch die Preise. Der Inseratspreis dieser hier lag im Sommer 2023 bei 215.000 €, was schon sehr hoch ist, trotz des relativ jungen Baujahres für das Modell. Kaufen möchte das Boot unser Kunde Bernd, der mit seiner Frau das passende Segelboot für längere Touren im Mittelmeer sucht. Im Laufe der Bootssuche hat sich herauskristallisiert, dass eine schön große Achterkabine wichtig ist und eine solide Qualität. Damit wird es ein Center Cockpit aus den frühen 2000ern. Das war natürlich ein langer Auswahlprozess, hier nur ganz kurz zusammengefasst. Und da passt die Sunbeam 44 wunderbar ins Bild. Also 2 Tage nachdem wir das Boot besichtigt haben, hat meine Frau gemeint, als sie nach vorne gelaufen wäre zum ersten Mal im Boot, hätte sie den Eindruck gehabt, mit dem Boot kann ich über den Atlantik fahren. Ja. Und damit war klar, werden wir uns in das Boot bemühen. Also hat vielleicht so 2 Tage gedauert, nachdem wir es gesehen haben. Und wir haben es eigentlich nur angeguckt als Anschauungsobjekt, ob uns eine Center Cockpit Yacht gefällt oder nicht. Ja. Und Ole hat euch gewarnt, ne? Ole hat gewarnt. Er hat gesagt, wenn ihr das Boot anguckt, seid ihr versaut. Und er hat recht behalten. Ja, hat er eindeutig recht behalten. Trotz aller Euphorie, die man bei der Entscheidung für ein Segelboot empfinden mag, muss man auch den Preis im Auge behalten. Und der ist mit 215.000 € einfach zu viel. Wir haben das Boot kurzerhand besichtigt und sind mit ein paar Dingen in die Preisverhandlung eingestiegen. Die Punkte gehen wir natürlich noch beim Gutachten durch. Letztlich haben wir uns auf 180.000 € einigen können, was für das Baujahr und den erstmal guten Zustand durchaus fair für alle ist. Und nun geht's los in Isola. Ach ja, so blau ist schon immer so ein bisschen schwierig. Ist anfänglich eine schöne Farbe, aber wenn es ein bisschen in die Jahre kommt und ausbleicht bzw. so stumpf wird, dann sieht es natürlich nicht mehr so schön aus. Da ist Weiß natürlich wesentlich unempfindlicher. Und man hat halt immer das Thema, dass so ein blauer Rumpf halt auch wesentlich mehr Wärme aufnimmt als ein weißer Rumpf. Das heißt, in dem Boot wird es definitiv wärmer als mit einem weißen Rumpf. Die hat keinen Sandwich-Rumpf, das heißt, das macht sich dann natürlich noch mehr bemerkbar, weil quasi kein Schaum oder kein Balsa, keine Isolierung dazwischen ist. Das merkst du dann bei so einem Boot schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Mann. Der Albert Arcona war. Ja. Da soll es eigentlich hingehen. Und einen Tag bevor sie da hingefahren wären, kam dann sein Nachbar und sagt, ich kaufe das ab. Und dann hat er gesagt, ja, aber du musst es runterbringen nach Isola. Und dann hat er gesagt, ja, okay, mache ich dir, bring das runter nach Isola. Hat sich den Transport besorgt und hat ihn dann hierher gebracht. Und unten in Isola kriegst du dann den Scheck.
Ja, und dann ein Check, ja. Und dann war sie hier, ja, ich kriege noch einen Check von dir. Ah, die habe ich jetzt nicht dabei. Und dann war es zu spät. Und dann ging die Prozesse ran. Die Stapel von E-Mails und so hoch. Das ist der Eigentümer, also der eigentliche hier betrogene Eigentümer. Der hat das Boot 2015 verkaufen wollen, hat das Geld nie gesehen. Soweit sind wir schon. Aber jetzt kommt's. Der Neue, der hat das Boot tatsächlich auch angemeldet bekommen und weggebracht. Und später dann auch weiterverkauft. Und diejenigen, die das Boot dann gekauft haben, von denen, haben die das gekauft? Oder? Nee, die haben ja nie bezahlt. So, und dann haben die untereinander haben die einen Deal gemacht. Ach so. Der erste ist hinterher für 4,5 Jahre auf Betrug verurteilt worden. Der zweite, der das jetzt zum Schluss hatte, ist hinterher verurteilt 8 Monate Gefängnis wegen Hehlerei. Ja. In der zweiten Instanz ist das dann auf Betrug umgewandelt werden, nicht mehr Gefängnis. Ja. So, und dann war der hier gewesen die ganze Zeit, während das Schiff war in Italien gewesen. Ja, da haben wir besucht, wir kamen aber nicht dran. Die Hafenmeisterin sagte immer, Sie sind nicht der Eigentümer. Ja. Wir wissen, dass das geklaut ist. So, und dann haben wir uns immer gewundert bei der ganzen Geschichte, die 300 Motorstunden, die mehr sind, die seitdem wir das Schiff haben. Was hat der gemacht? Ja, und dann haben die uns gesagt, ja, die sind immer mit Leuten an Bord. Und dann hat er anscheinend mit angegeben, wie viel Geld er hat. Er ist ein reicher Mann. Das war das System gewesen, dass er das Schiff gebraucht hat, im Prinzip hinterher, um andere Leute wieder um den Tisch zu ziehen. Oh Mann, oh Also Mann. wenn Sie den Namen dran lassen, ich glaube, da sind Sie der bekannteste Skipper hier im Hafen. Das haben wir auch nicht vor, sage ich Ihnen. Ja, das war klar. Und er hat bisher 6 Prozesse geführt und muss noch mal einführen, um seinen Schadensersatz jetzt noch Die zu bekommen. Gerichtskosten, die Die Gerichtskosten, auch Wertverlust, Ja. das Delta und so weiter beim Verkauf. Das ist schon eine Räuberpistole und die haben sich gekannt, die waren Nachbarn. Unglaublich. Ja, so kann man sich täuschen. Nachbarn sogar. Ja. Wie man so ein Leben führen kann, ja. So, da muss man ja vermuten, dass man ständig jemanden an der Hacke hat, der einen, gleich. Der switcht rum. Der ist überall. Okay. Unglaublich. So, und dann kam die Übergabe, Gerichtsurteil und dann müssen Sie bei der Administration erstmal hinter die Papiere bekommen. Und da liegt ja das Karnickel im Pfeffer, denn ohne, was guckst du mich so an? Denn ohne erfüllten Kaufvertrag hätte das Boot ja eigentlich gar nicht zugelassen werden dürfen. Im Nachgang ist ein Yachtzertifikat von Sunbeam unterschrieben aufgetaucht, was stark nachbearbeitet aussieht. Und vermutlich hat das bei der Registrierung zumindest geholfen, was es nicht hätte dürfen. Naja, da kann man nur sagen, da muss schon viel kriminelle Energie vorliegen, um sowas durchzuziehen. Aber irgendwie hat es ja dann doch geklappt. Ich meine, das war ja jetzt nicht 1980, sondern 2015. So ist es. Also bisher, nach 7 Jahren, haben Sie kein Geld gesehen, sondern nur das Boot wiederbekommen. Ja, nur Boot wieder bekommen. Schaden alleine hinter von Gerichtskosten von 150.000. Das ist ordentlich. Gut gepflegt, ne? Das muss man ja sagen. Innen drin waren wir total überrascht. Ja. Die Geschichte, die mit dem Verkauf da zusammenhängt, mit dem vorherigen Verkauf von dem Boot, das ist ja eine echte Räuberpistole. Das ist schon krass, also dass es sowas tatsächlich gibt. Und Leute damit durchkommen, und ne? Leute damit durchkommen, weil auch die öffentlichen Ämter irgendwie mit drin verstrickt sind, wie es aussieht. Und es Menschen gibt, die sowas durchziehen, ja, nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen. Also das ist ja, und dann auch noch weiterleben, ne? Dass denen noch keiner Aufs Maul gehauen aufs Maul gehauen hat, das wundert mich echt. Also vielleicht kann man davon auch noch was lernen, wie man es nicht machen sollte, beziehungsweise wenn man zu vertrauensvoll ist, dann passiert halt sowas. Ne? Man darf halt nicht vertrauen. Nicht zu sehr. Nicht zu sehr. Besonders wenn das alles so glatt läuft, ne? Da muss man immer mal hinterfragen, was da Sache ist. Und nicht mit Schecks arbeiten. Wahnsinn. Das Boot hat ja ein relativ dickes Heckstrahlruder. Auch gleich mit 2 Props. Beide Propeller drehen sich in beide Richtungen. Schon ein ordentliches Teil. Also du lässt das Boot schon gut manövrieren. Da hast du natürlich auch einen Strömungswiderstand wieder. Und wie man eben gemerkt hat, stößt man sich auch mal den Kopf daran, ne? Auch das. Das Berufsrisiko. Ja, und hier kannst du noch eine Einparkhilfe installieren. Und dann fährst du einfach neben die Parklücke, drückst aufs Knöpfchen und dann macht er alles von alleine. Ne? Also die Infrarotsensoren habe ich schon bestellt. So, also unser Wasserschiff sieht erstmal gut aus. Ist trocken, also größtenteils gut. Auch das Anti-Fouling ist noch so weit okay, dass man es wieder ins Wasser bringen kann. Kann man in der nächsten Saison mal alles machen. Ist jetzt nichts, wo man jetzt sagen müsste, das muss direkt gemacht werden. Das ist jetzt ein Problem. Von hier unten sieht man schon, dass das Vorsegel ein bisschen delaminiert aussieht.
Vor allem hat es keinen UV-Schutz, beziehungsweise kann auch sein, dass es verkehrt rum eingerollt wurde. Wir schauen dann nachher mal, wie das aussieht. Also die Betrüger, die haben das zwar, oder die Ganoven, die haben zwar betrogen, ne, mit dem Boot, aber es wurde sich um das Boot auf alle Fälle gekümmert. Also es sieht innen sehr gut aus, außen auch noch. Insofern keine großen Themen, denke ich. Musst du erstmal machen als Ganove. Bevor das Boot ins Wasser kommt, dieser Fall, der zeigt uns ja, dass man nicht nur als Käufer betrogen werden kann, sondern tatsächlich ja auch als Verkäufer. Ja, es war wahrscheinlich selten, aber Seltener, würde ich mal sagen. Aber wie kann man sich davor also schützen? naja, ich würde sagen, erst die Kohle und dann das Boot. Oder eben gleichzeitig. Ne? Aber nicht vorher das Boot schon irgendwo hin transportieren und das auch noch auf eigene Kosten. Und dann warten aufs Geld, was nicht kommt. Eigentlich funktioniert sowas ja Zug um Zug. Ne? Ja, genau. Im Idealfall kann man zugucken, wie der Käufer eine Sofortüberweisung macht oder zumindest eine Überweisung. Ja. So, dass man eine Bestätigung hat, dass das Geld auf dem Weg ist und erst dann sagt man, okay, hier, dein Boot. Aber erst recht nicht mit einem Scheck arbeiten, ich glaube, das ist uns allen klar, und auch Bargeld sollte man sich gut überlegen. Naja, hinterher ist man natürlich immer schlauer und es gibt ja die schärfsten Dinge, an die man so gar nicht denkt. Ne? Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach Geld im Gegenzug zum Boot. Und nicht erst Boot und dann aufs Geld warten. Wir planen ein Video, in dem wir über verschiedene Betrugsfälle und auch Betrugsmaschen aufklären. Ne? Also wer das sehen möchte, einmal in die Kommentare bitte. Und jetzt kommt die Sunbeam ins Wasser. Der Liftboot, der hängt gerade irgendwo am Unterwasserschiff, wir wissen nicht wo. Ja, aber Kann sein, dass er am Propeller irgendwo hängt. Am Propeller wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, kurzer Aufreger. Der Gurt ist jetzt wieder gelöst, hat geklappt. Jetzt fahren wir raus. Na und, der Innenraum, zu viel versprochen? Sieht hervorragend aus. Sieht aus wie neu. Das ist echt, das ist ordentlich, ne? Ja. Sieht schön aus, das Segel. So in der Farbe. Jetzt hörst du richtig knistern. Ja, ja, man hört's richtig. Man hört es knistern, ne? An ein paar Stellen ist es auch auf. Also das Laminatsegel hat keinen UV-Schutz, aber es hat einen Socken, den man drüber zieht, wenn es eingerollt ist. Aber es weiß man noch nicht, ob man den benutzt hat oder nicht. Auf alle Fälle zeigt es schon an ein paar Stellen so Delamination, was jetzt nicht so schön ist. Das ist einfach nur mit einer Leine zusammengeknubbelt unter aller Sau hier. Das ist auch nicht, Vorlieg ist ja auch nicht gespannt. Das Segel gehört eigentlich auf das innere Vorstark, aber das innere Vorstark existiert nicht mehr. Und man hat es dann hier halt auf das Genua Vorstark gemacht. Auf das vordere. Tja, so ist es halt. Im Normalfall ist hier die große Genua drauf und deswegen ist im Bugkorb ja auch diese Aussparung drin, damit die hier schön durchläuft und nicht oben drüber schleift sozusagen. Das ist ganz praktisch gemacht hier, aber das sieht man natürlich nicht, weil das Segel zu klein ist. Sunbeam-like. Da sind richtig gute Segel, Laminatsegel drauf, die waren sehr teuer. Und hat vertikale Latten, ne? Genau. Vertikale Latten für Performance. Geht immer ein bisschen schwerer einzurollen, muss man ein bisschen gucken, ne? Dass es da nicht hängen bleibt. Ach, der Typ hat's ja vorher, der Betrüger hat ja nie gesegelt gehabt. Nie? Nee. Ach so. Deswegen sind die Sachen nicht durchgesetzt. Mhm. Das würde mit Segler nicht passieren so. Ja, ja. Dass die Segel nicht. Okay. Na, das sehen wir ganz häufig. Echt? Die wenigsten haben da ein Auge drauf, ja? Viele, die da nicht segeln oder nicht segelversiert sind, die... Ach, als alter Windsurfer geht es gar nicht. Da mal wieder kaum Wind ist, können wir uns auf dem Wasser auch entspannt den Innenraum anschauen. Die typische Center-Cockpit-Aufteilung erwartet uns. 2 Kabinen, 2 Nasszellen. Die Pantry auf Backbordseite neben dem Motorraum. Also bei den meisten Sunbeams, die wir haben hier, das Corian oder die Arbeitsfläche, was das ist, Ja. das ist immer irgendwo gebrochen. Hast du immer irgendwo was drin. Aber hier ist es einfach Die ist Picobello hier drum. Picobello, ja. Absolut. Und da, schau mal dahin, das ist alles Unbenutzt. fast neu. Oh. Was ist da? Ah. Nachher gibt es Wein und Milka. Ja, ja. Tatsächlich.
Tag wieder der Ich hab's ja gesagt. Dominik, hier, da geht es. Ja, da geht's. Ja. Und du stehst ja so da, deswegen stürzt nicht. Wir kommen sich anlehnen, jetzt haben wir uns. Wie groß bist du? Etwas über 1,90. Okay. Ja, Ja, das ist doch super. ja. Und du arbeitest ja hier schließlich über der Arbeitsfläche. Ja. Und da schon echt schön in die Kopffreiheit, wenn es geht. Ja. Das hatte ich schon anders, auf jeden Fall. Und hier diese wunderschöne große Eignerkabine. Ja. Das ist ja echt ein Highlight dieses Schiffs, finde ich. Ist wirklich wahr. Aber Jetzt hier, da ist es natürlich schwieriger, aber mal ganz ehrlich, da stehe ich nicht. Da setze ich mich dann so hin. Ja. Oder du machst das Fenster auf und guckst oben raus. Genau. Du kannst schön stehen. Ja. Bei mir Ja. passt es ziemlich gut. Also ich habe eigentlich die perfekte Größe für ein Segelboot. Ja. So, jetzt kommen wir zurück vom Testsegeln. Das war für alle ein wenig aufregend, weil der Skipper, der ist ausgefallen und jetzt musste dann der Eigner segeln, obwohl der gar nicht wollte. Er wollte das Boot nie wieder betreten, wegen dieses ganzen Themas. Das musste er aber und deswegen waren sie alle ein bisschen aufgeregt, weil sie das Boot halt auch 8 Jahre nicht gesehen haben, ob noch alles funktioniert und so weiter. Aber es ist gut gelaufen. Es ist gut gelaufen. Die das Boot jetzt gerade hatten, unrichtigerweise, die haben es als Motorboot benutzt, hauptsächlich sind damit, glaube ich, gar nicht gesegelt. Die haben demzufolge natürlich auch die ganzen Dinge nicht gepflegt, die fürs Segeln notwendig sind, wie die Rollanlagen zum Beispiel, die waren alle ein bisschen schwergängig. Das muss halt gewartet werden. Aber es läuft noch alles, also ist jetzt nichts kaputt irgendwie. Sehr verwunderlich eigentlich, ne? Ja, sie haben einiges für den Werterhalt des Bootes getan, definitiv. Also sie haben es nicht runterrocken lassen. Was da der Hintergrund war, ich meine gut, wenn er mit irgendwelchen Leuten hier ausfährt, um zu zeigen, was er hat, dann muss es halt auch gut aussehen. Aber schon gut, dass sie das gepflegt haben, ja. Ah, diese Ruhe. Um zu zeigen, was er hat, aber nie bezahlt hat. Die sind gut, die Fast gegen Durst. Oh, danke. sind echt erfrischend. Ein Anlegegetränk. Einfach so. Ich hab Durst. Sehr schade, dass die Teile abgerissen sind. Die Kabel von den Solarmodulen quasi. Das sind die Kabel aus der Scheibe rausgerissen. Das heißt, sie haben spezielles Fensterglas, wo die Solarzellen integriert sind quasi. Eigentlich eine ganz geile Sache. Der Nachteil ist, dass es ein bisschen, das natürlich abdunkelt, was man nicht unbedingt haben will. Aber das Problem hier ist, dass die Kabelverbindungen, die aus dem Fenster rauskommen, das ist ja so ein Flachbandkabel, das ist halt an den Fenstern teilweise oder hauptsächlich abgerissen. Direkt am Glas, das heißt, das kriegt man auch nicht mehr ran. Und damit war's das. Also funktioniert nicht mehr. Das heißt, rausnehmen, neue Scheibe rein. Ist halt die Frage, ob man abgedunkelte Luken haben möchte oder nicht. Ne? Aber ansonsten an sich ein sehr geiles System. Ne? Du verschwendest keinen Platz, aber hat halt auch nicht viel Leistung. Das muss man halt auch sagen. Hat sich das iPad gerade verabschiedet? Ist zu heiß geworden. Lag wahrscheinlich mal kurz in der Sonne. Jetzt muss erst mal abkühlen. Steigen wir jetzt wieder um auf Papier vielleicht Nee, im Sommer? sicher nicht. Tja, das waren während der Probefahrt eindeutig zu viele Menschen an Bord. Deswegen ging es recht schnell. Wir sind nicht großartig gesegelt, wir hatten auch keinen Wind. Alle waren so ein bisschen aufgeregt. Das heißt, wir sind dann recht zügig wieder zurück in den Hafen. Jetzt sitze ich gerade auf dem geöffneten Bett, weil man hier jetzt gut den Ruderquadranten sieht. Es kommt ja recht häufig vor, dass wenn Boote in einem optisch guten Zustand sind, wir dann aber irgendwas aufmachen, irgendwo dahinter gucken, Ruderquadrant oder sowas, und da sieht es dann aus wie Sau. Aber hier, da kannst du von essen. Da ist an vielen Stellen wurde da geguckt und auch gewartet. Also es sieht auf alle Fälle gut aus. Auch an die Stellen, wo man normalerweise nicht so richtig hinkommt. Es gibt ein paar kleine Stellen, aber ansonsten sieht er echt gut aus. Der Computer ist suboptimal installiert, weil da sind diese 2 schwarzen Pfeile da, Ja, die zeigen, falsche Richtung. der muss vertikal, sollte der installiert sein, also so und nicht liegend. Deswegen ist der Aufkleber da extra drauf. Was es jetzt für Auswirkungen hat, ja, hat funktioniert, ja, kann ich nicht sagen. Aber da ist ein Sensor drin, der in der Richtung optimal funktioniert. Ja? Also falls der irgendwie mal rumspinnt, musst du den mal kippen. Eventuell dann in irgendeinem Shop installieren. Der hat sogar eine elektrische Matratzenhinterlüftung hier. Mit 2 Ventilatoren drin. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kommt Luft von unten. Ja, und bläst die Luft unten runter. Okay. Also gut gepflegt,
auch der Motor. Hat ja auch erst 1600 Stunden runter. Also ist nicht viel benutzt worden. Der einzige Punkt ist, die haben hier einen Dieselgenerator eingebaut. Hier. Den werden wir auch gleich ausprobieren. Und den haben die Motorrauben hier oben drauf platziert und haben aber nicht darauf geachtet, den Vorfilter vom Motor da wegzunehmen. Der ist nämlich jetzt hier ganz weit hinter, wo man normalerweise rankommt, wenn hier oben nichts drauf ist. Da kommt man aber jetzt nicht mehr ran und ich weiß gar nicht, wie man den wechseln soll und wann der das letzte Mal gewechselt wurde aus dem Grund. Den würde ich auf alle Fälle nach vorne holen und weiter oben platzieren. Das ist noch eine Aufgabe für dich, Bernd. Ja. Du kannst den abschrauben, also die Schläuche abziehen, lässt den einfach unten dran, den alten, und baust einen neuen. Die kosten ja nicht viel. Am besten einen auch mit Schauglas, der hat kein Schauglas, damit du auch siehst, wenn der Tank irgendwie verdreckt ist oder der Diesel verdreckt ist. Ne? Das ist mal viel besser. Er hat übrigens gesagt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob du das weißt schon, der hat ja hier einen Server unten drin, ne? Hier so eine kleine Elektronik. Da ist ja die gesamte Bugstrahl- und Heckstrahlruder sind mit dem Motor verbunden und der parkt sozusagen dann alleine ein, ne? Im Prinzip. Also der Motor ist auch noch mit dran. Hat er aber abgeklemmt, weil der Motor sich nicht mehr ausschalten lässt. Also ist irgendwie ein Softwareproblem. Und das hat nicht richtig geklappt. Er hat gemeint, das ist alles noch verbaut. War eine Softwaregeschichte. Kannst du dich rantrauen? Das würde ich nicht machen. Selbst das Heckstrahlruder, das würde ich abbauen, ehrlich gesagt. Ja, das ist der ganze Stolz gewesen, ja. Ich weiß, aber du kommst mit dem Boot auch nur mit Bugstrahlruder sehr gut klar. Das ist halt strömungsungünstig. Ich meine, gut, wenn es mal fallen sollte, dann kannst du es ja vielleicht abbauen. Musst du mal gucken, Ja, was du machst. die Orcas stößen sich dann ihre Köpfe, weißt du, so wie du vorhin. Ja, genau. Also wir haben bei der Probefahrt haben wir gemerkt, dass der eigentlich recht langsam ist. Der ist bei 2.500 Umdrehungen, wo du normalerweise 6. Das ist bestimmt 6 Knoten. Ja, mindestens. Sollen mindestens eher so 6,5, 7 Knoten. Hat der 5,3 Knoten gehabt, sowas, was einfach zu wenig ist. Liegt aber nicht am Motor, sondern es liegt halt am Propeller. Die haben ja einen Propeller nachgerüstet, einen Drehflügelpropeller. Der ist nicht richtig auf das Boot ausgelegt. Ob der jetzt zu kleine Flächen hat oder ob die Steigung nicht stimmt. So ein Propeller ist ja ein komplexes Gebilde quasi. Und das kommt uns ab und zu mal unter. Der Motor dreht hoch, aber das Boot kommt einfach nicht auf die entsprechende Fahrt. Hier war es tatsächlich die Steigung des Propellers, die einfach angepasst werden musste. Über das Stickdeck haben wir noch nicht gesprochen. Hier gibt es Bedarf. Unter anderem dafür wurde der Preis bei der Einigung auch reduziert. Ist ja ein erheblicher Kostenfaktor, denn mittelfristig sollte neu verfügt werden. Hier ist genau der richtige Platz in diesem Boot. Das Klimagerät, das mobile, steht hier. Es ist ziemlich warm heute, wa? Es ist sehr warm heute. Aber wir haben uns gut geschlagen. Haben wir uns heute geschlagen? So, was sagen wir? Sie können es kaufen. Haben sie auch, und zur Sicherheit haben sie es ins deutsche Schiffsregister eintragen lassen. Jetzt sind alle Besitzverhältnisse klar und deutlich und sortiert. Der Voreigner läuft seinen Verlusten allerdings immer noch vergebens hinterher. Ja, schade, dass die Solaranlage in den Luken nicht mehr funktioniert. Schade, schade. Aber hier kommt ein Geräteträger dran. Also von der Warte ist das auch wieder okay. Dafür kommt dann mehr Licht rein, wenn die Dinger ab sind. Als der Eigner von dem Geräteträger erfahren hat, weiß nicht, war kurz vorm Herzinfarkt, oder? Kurz vorm Herzinfarkt nicht, aber er fand es nicht so dolle. Aber darüber diskutiert man dann auch gar nicht weiter. Was man da mit dem Boot macht, ist ja die eigene Sache. Hast du eigentlich gesehen, dass Name und Heimathafen beleuchtet sind? Die extra angefertigten Edelstahl-Schriftzüge sind auch noch hinterleuchtet. Ja, da hat er viel Geld ausgegeben. Na, da er für das Boot nichts bezahlt hat, konnte er dafür auch viel Geld ausgeben. Ich glaube nicht, dass der das war. Ich glaube, das war Meinst du? er gewesen. Ja. So. Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist jetzt Sunbeam 44 Nummer 7 von unseren Kunden. Also 7 Pärchen sozusagen, die mit einer Sunbeam 44 umhersegeln. Kann sich schon so eine kleine Sunbeam 44 Community bilden. Ja, viele kennen sich auch untereinander, ne? Oder die meisten. Aber wir sehen ja auch alle, die am Markt sind. Ne? Wir bleiben da ja immer up to date, weil es halt einfach schöne, beliebte Boote sind. Ja.